Mozart, ein Leben in Musik. Kapitel 1, das Wunderkind von Salzburg. Stell dir vor, du wachst eines Morgens auf und hörst, wie dein kleiner Bruder am Klavier sitzt und Melodien spielt, die er sich selbst ausgedacht hat. Dabei ist er erst 3 Jahre alt. Genau das passierte in der Familie Mozart im Jahr 1759. Die kleine Schwester Nannerl, sie war damals 7, bekam Klavierunterricht vom Vater. Und der kleine Wolfgang schaute immer zu. Er hörte genau hin. Und eines Tages setzte er sich einfach hin und spielte. Sein Vater Leopold traute seinen Ohren kaum. Wolfgang Amadeus Mozart wurde am 27. Januar 1756 in Salzburg geboren. Die Stadt war damals klein und eng. Und das Haus in der Getreidegasse, in dem die Familie wohnte, war voller Menschen und Geräusche. Sein Vater Leopold war ein angesehener Musiker. Er spielte Violine und komponierte. Er war streng, aber er liebte seine Kinder über alles. Als er das Talent seines Sohnes erkannte, tat er alles, um es zu fördern. Vielleicht ein bisschen zu viel, würden manche sagen. Mit 4 Jahren bekam Wolfgang richtigen Unterricht. Der Kleine lernte so schnell, dass es fast unheimlich war. Er spielte nicht nur fehlerfrei. Er erfand auch schon kleine Stücke. Minute nannte man diese Tänze. Und sie klangen, als hätte ein erwachsener Komponist sie geschrieben. Leopold notierte alles sorgfältig in ein Heft. Heute können wir diese ersten Versuche immer noch sehen. Sie sind einfach. Aber sie haben schon den echten Mozart-Klang. Kapitel 2, Unterwegs für die Musik. Stell dir vor, du bist 6 Jahre alt. Und plötzlich reist du durch ganz Europa. Du sitzt stundenlang in einer holprigen Kutsche. Die Straßen sind schlecht, es ist kalt oder heiß. Und überall, wo du ankommst, musst du spielen. Für Könige, für Kaiser, für Adelige, die dich anstarren wie ein Zirkustier. Genauso war das Leben des kleinen Mozart. Im Jahr 1762 begann die große Reise. Zuerst ging es nach München, dann nach Wien. Überall waren die Leute begeistert. Die Kinder spielten Klavier und Violine. Und Wolfgang konnte sogar vom Blatt singen, was man ihm vorlegte. In Wien spielten sie sogar vor der Kaiserin Maria Theresia. Es gibt eine berühmte Geschichte, dass der kleine Wolfgang dabei auf den Schoß der Kaiserin kletterte und ihre Tochter Marie Antoinette küsste. Ob das wirklich passiert ist, weiß niemand genau. Aber die Leute erzählen es sich bis heute. Die große Reise dauerte dann 3 Jahre. Paris, London, Holland, die Schweiz, überall waren die Mozarts unterwegs. In Paris wurden Wolfgangs erste Werke gedruckt. In London traf er Johann Christian Bach, den Sohn des großen Johann Sebastian. Der war freundlich zu dem Jungen und spielte mit ihm zusammen. Wolfgang lernte viel von ihm. In Holland wurde er krank, sehr krank. Und alle hatten Angst, er würde sterben. Aber er überlebte. Und sobald es ihm besser ging, spielte er wieder. Kapitel 3, das Geheimnis der Sixtinischen Kapelle. Im April 1770 war Mozart 14 Jahre alt. Und wieder unterwegs, diesmal mit seinem Vater nach Italien. Italien war damals das Land der Musik. Jeder Musiker musste dort gewesen sein. In Rom geschah etwas, das man bis heute nicht ganz versteht. In der Sixtinischen Kapelle, dort wo der Papst wohnt, wurde in der Karwoche ein besonderes Stück Musik gesungen. Es hieß Miserere und war von einem Komponisten namens Allegri. 9 verschiedene Stimmen sangen gleichzeitig. Und das Stück war so kostbar, dass die Kirche es streng geheim hielt. Niemand dürfte die Noten abschreiben.
Wer es doch tat, dem drohte die Exkommunikation. Also der Ausschluss aus der Kirche. Mozart hörte sich das Stück an. Einmal. Nach der Rückkehr ins Gasthaus setzte er sich hin und schrieb das ganze Werk auf aus dem Gedächtnis. Jede Note, jede Stimme, jedes Detail. Eine Woche später ging er wieder in die Kapelle und hörte noch einmal zu. Er hatte das Manuskript unter seinem Hut versteckt. Als er es später verglich, musste er nur ein paar kleine Fehler korrigieren. Als die Geschichte bekannt wurde, staunte ganz Rom. Der Papst wollte ihn prüfen lassen. Aber Mozart bestand alle Tests. Später haben manche gesagt, die Geschichte sei übertrieben. Aber eines ist sicher. Mozarts Gedächtnis und sein Gehör waren außergewöhnlich. Er konnte Musik hören und sofort verstehen, wie sie gemacht war. Für ihn war das so selbstverständlich, wie für andere Menschen das Atmen. Kapitel 4 – Zurück in Salzburg. Nach all den Reisen kehrte Mozart zurück nach Salzburg. Er war jetzt kein kleines Wunderkind mehr, sondern ein junger Mann von 17 Jahren. Sein Vater hatte dafür gesorgt, dass er eine Stelle bekam. Konzertmeister am Hof des Fürsterzbischofs. Der Erzbischof hieß Hieronymus Colloredo und war ein strenger Herr. Für ihn waren die Musiker einfach nur Diener. Sie mussten das tun, was er sagte, und konnten jederzeit entlassen werden. Mozart hasste das. Er, der in den großen Städten Europas gefeiert worden war, der mit Königen gesprochen hatte, sollte jetzt da sitzen und warten, bis der Erzbischof etwas von ihm wollte. Er komponierte trotzdem viel. Symphonien, Messen, erste Opern. Aber in seinem Herzen war er unzufrieden. Er wollte weg, wollte frei sein. 1777 wagte er es. Er bat den Erzbischof um seine Entlassung. Colloredo war nicht glücklich, aber er ließ ihn gehen. Mozart reiste mit seiner Mutter nach Paris, um dort sein Glück zu versuchen. Aber Paris war anders als beim ersten Mal. Niemand interessierte sich für das ehemalige Wunderkind. Die Mutter wurde krank und starb. Mozart war allein, hatte kein Geld und keine Perspektive. Er musste nach Salzburg zurückkehren. Es war die dunkelste Zeit seines Lebens. Dann, 1781, kam es zum großen Bruch. Der Erzbischof befahl Mozart nach Wien. Dort behandelte er ihn wie einen Bedienten. Mozart musste im Vorzimmer warten, während der Erzbischof aß. Das war zu viel. Es kam zu einem heftigen Streit. Genau weiß man nicht, was passierte. Aber Mozart verließ den Dienst im Zorn. In einem Brief an seinen Vater schrieb er: Ich kann nicht mit Ihnen nach Salzburg. Ich hasse den Erzbischof bis zum Rasend. Er blieb in Wien. Zum ersten Mal in seinem Leben war er ein freier Künstler. Kein Fürst, kein Bischof sagte ihm, was er zu tun hatte. Er lebte von dem, was er verdiente. Das war riskant, aber es war seine Entscheidung. Kapitel 5 – Constanze und das Glück. In Wien wohnte Mozart bei einer Familie namens Weber. Die hatte er schon früher kennengelernt. 3 Töchter gab es. Und in eine, Aloysia, war er verliebt gewesen. Aber Aloysia heiratete einen anderen. Also schaute er sich genauer um und verliebte sich in die mittlere Tochter. Sie hieß Constanze. Constanze war nicht besonders hübsch, sagen die Leute. Aber sie war fröhlich und liebenswert. Mozart mochte ihre Artikel. Er schrieb ihr Briefe, die voller Zärtlichkeit waren. Sein Vater war entsetzt. Er wollte keine Schwiegertochter aus dieser Familie, die ihm nicht fein genug war. Aber Mozart hörte nicht auf ihn.
Am 4. August 1782 heirateten sie. Der Vater war nicht dabei. Die Ehe war glücklich, aber nicht einfach. Constanze bekam 6 Kinder. Aber nur 2 überlebten. Mozart verdiente viel Geld, sehr viel sogar. Ein Konzert konnte so viel einbringen wie das Jahresgehalt eines Arztes. Aber Mozart gab das Geld auch wieder aus. Er kleidete sich modisch, er spielte Billard, er gab Feste. Constanze war krank und musste oft in teure Kurorte reisen. Das Geld reichte nie. Trotzdem liebten sie sich. Wenn Constanze in Kur war, schrieb Mozart ihr fast jeden Tag. Wenn ich nur einen Brief von dir hätte, schrieb er einmal. Ich zähle die Stunden, bis ich wieder bei dir bin. Es war eine Liebe mit Höhen und Tiefen. Aber eine echte Liebe. In diesen Jahren lernte Mozart auch Joseph Haydn kennen. Die beiden wurden Freunde. Haydn war viel älter. Aber er erkannte sofort das Genie des Jüngeren. Einmal sagte er zu Mozarts Vater Leopold: Ich sage Ihnen vor Gott, als ein ehrlicher Mann. Ihr Sohn ist der größte Komponist, den ich persönlich kenne. Mozart widmete Haydn 6 Streichquartette, die zu den schönsten gehören, die je geschrieben wurden. Kapitel 6: Die Opern. 1786 war ein wichtiges Jahr. Mozarts Oper Die Hochzeit des Figaro wurde in Wien uraufgeführt. Die Geschichte war gefährlich. Sie handelte von einem Diener, der sich gegen seinen Herrn wehrt. Der Adel wurde lächerlich gemacht. In Wien gefiel das nicht allen. Die Oper war ganz gut, aber kein großer Erfolg. In Prag war das ganz anders. Dort liebte man Mozart. Als er nach Prag reiste, um die Oper zu dirigieren, jubelte ihm das ganze Publikum zu. Mozart war glücklich. Meine Prager verstehen mich, rief er aus. Für Prag schrieb er seine nächste Oper, Don Giovanni. Die Geschichte von einem Verführer, der am Ende von einer steinernen Statue in die Hölle geholt wird. Die Uraufführung 1787 war ein Triumph. Die Musik war anders als alles, was man vorher gehört hatte. Ernst und komisch zugleich, tief und leicht. Das Publikum war begeistert. Es folgten 2 weitere große Opern. Così fan tutte, eine heitere Geschichte über die Treue der Frauen. Und dann, 1791, die Zauberflöte. Die Zauberflöte war etwas ganz Besonderes. Ein Märchen, eine Zaubergeschichte. Aber auch voller geheimer Botschaften. Mozart war nämlich Freimaurer, Mitglied in einem geheimen Bund. Und in der Oper versteckte er viele Symbole. Die Uraufführung im September 1791 war ein großer Erfolg. Das Publikum in Wien jubelte, und Mozart war glücklich. Kapitel 7: Der Fremde und das Requiem. Im Sommer 1791, Mozart arbeitete gerade an der Zauberflöte. Da klopfte es eines Tages an seiner Tür. Ein Mann stand da, ganz in Grau gekleidet. Er sagte nicht, wer er war. Aber er überbrachte eine Nachricht. Ein Auftraggeber, der ungenannt bleiben wollte, bestellte eine Totenmesse. Ein Requiem. Mozart nahm den Auftrag an. Aber der Fremde verfolgte ihn. Immer wieder tauchte er auf. Fragte nach dem Fortschritt der Arbeit. Mozart, der oft krank war und sich erschöpft fühlte, begann sich zu fürchten. Er hatte das Gefühl, der Fremde sei ein Bote des Todes. Er schrieb nicht einfach ein Requiem. Er schrieb sein eigenes. Seine Frau Constanze merkte, dass etwas nicht stimmte. Sie versuchte, ihn abzulenken. Sie reiste mit ihm nach Baden.
Aber Mozart arbeitete trotzdem weiter. Dabei musste er so viel gleichzeitig tun. Die Zauberflöte fertigstellen. Eine kleine Kantate für die Freimaurer. Ein Konzert für Klarinette. Er arbeitete wie besessen. Im Oktober reiste er noch einmal nach Prag. Zur Krönung des neuen Kaisers. Er schrieb dafür eine Oper, La Clemenza dei Tito. Aber er war schon krank. Die Hände schmerzten, er hatte Fieber. Trotzdem dirigierte er die Premiere. Das Publikum applaudierte. Aber Mozart wusste, dass etwas nicht stimmte. Kapitel 8, das Ende. Zurück in Wien legte sich Mozart ins Bett. Er wurde immer schwächer. Die Arme und Beine schwollen an. Er konnte sich kaum bewegen. Constanze und die Freunde pflegten ihn. Das Requiem lag auf dem Bett. Und Mozart arbeitete daran, so gut er konnte. Er diktierte seinem Schüler Süßmeer, wie es weitergehen sollte. Am 5. Dezember 1791, am Morgen, ließ er sich noch einmal die Partitur bringen. Gemeinsam mit Freunden sang er das, was schon fertig war. Aber als sie zu der Stelle kamen, die Lacrimosa heißt, die Tränen, da brach Mozart in Tränen aus. Er legte die Blätter beiseite. Gegen Abend wurde er bewusstlos. Um 1 Uhr nachts, am 5. Dezember 1791, war Wolfgang Amadeus Mozart tot. Er wurde nur 35 Jahre alt. Niemand weiß genau, woran er starb. Die Ärzte schrieben etwas von hitzigem Frieselfieber. Aber das sagt nicht viel. Später erzählten sich die Leute, sein Feind Salieri habe ihn vergiftet. Diese Geschichte wurde berühmt. Aber sie ist fast sicher falsch. Die Wahrheit ist, wir wissen es nicht. Die Beerdigung fand 2 Tage später statt. Draußen war ein Sturm, es regnete und schneite. Nur ein paar Freunde gingen mit zum Friedhof St. Max. Constanze war zu krank, um mitzukommen. Der Sarg wurde in ein einfaches Grab gelegt. Es war kein Massengrab, wie manchmal behauptet wird, aber ein schlichtes Reihengrab, wie es für normale Bürger üblich war. Als Constanze Wochen später das Grab besuchen wollte, konnte es niemand mehr finden. Der Friedhofsgärtner wusste nicht mehr genau, wo es war. Das Grab des größten Komponisten seiner Zeit war für immer verloren. Epilog: Was bleibt? Mozart hinterließ über 600 Werke. Symphonien, Opern, Kammermusik, Kirchenmusik. Jedes Stück ist anders, jedes hat seinen eigenen Charakter. Aber alle tragen seine Handschrift. Diese Mischung aus Leichtigkeit und Tiefe, aus Freude und Trauer, aus Ernst und Humor. Sein Leben war kurz, aber es war voller Musik. Er hat mehr komponiert als viele andere, die doppelt so alt wurden. Er hat die Musik für immer verändert. Ohne ihn wäre alles anders gekommen. Haydn, Beethoven, Schubert, sie alle haben von ihm gelernt. In seiner Musik ist nichts von den Sorgen seines Lebens zu spüren. Sie ist hell, klar, voller Licht. Vielleicht ist das sein größtes Geheimnis. Dass ein Mensch, der so viel Leid kannte, so viel Krankheit, so viel Armut, solche Musik schreiben konnte. Musik, die bis heute die Menschen glücklich macht. Musik, die für immer bleibt. Wolfgang Amadeus Mozart. 27. Januar 1756, 5. Dezember 1791. Die Musik ist meine Sprache, meine Seele, mein Leben.